Bereits vor über 800 Jahren begann man mit der Errichtung der Festung Marienberg. Ein gewaltiges Bauwerk, das in erster Linie eines bieten sollte: Sicherheit. Das betraf nicht nur die körperliche Unversehrtheit der Bewohner, sondern auch das sichere Verwahren von Informationen. Und auch wenn wir heute dafür keine Burgen mehr bauen, besteht die Notwendigkeit, Daten zu schützen, nach wie vor. Die zunehmende Digitalisierung und die Verbreitung des Internets haben das nochmal auf ein komplett neues Level gehoben. Theoretisch kann ein Angreifer von egal wo auf der Welt auf Informationen auf Servern in Deutschland zugreifen, solange diese mit dem Internet verbunden sind. Das macht Maßnahmen erforderlich, damit auch wirklich nur die Personen auf Informationen zugreifen können, für die sie auch bestimmt sind. Das heißt also, wir brauchen eine starke Authentifizierung und Autorisierung. Aber wie genau funktioniert das eigentlich? Welche Verfahren gibt es und wie wählt man das Richtige für seinen Use Case aus? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß! Die einfachste Möglichkeit, um einen Nutzer zu authentifizieren, bringt das HTTP-Protokoll bereits selbst mit. Und die meisten haben das bestimmt auch schon mal gesehen. Der Ablauf ist relativ simpel. Der Nutzer fordert eine Seite vom Server an, zum Beispiel /secretpage. Der Server stellt fest, dass eine Authentifizierung notwendig ist und reagiert mit dem Statuscode 401 unauthorized und fordert gleichzeitig mit dem Header www.authenticate eben diese an. Mit Realm wird außerdem der Name des geschützten Bereiches zurückgeschickt, in unserem Fall hier Secret. Der Browser hat jetzt die Aufgabe, Benutzernamen und Passwort des Users irgendwie zu beschaffen. Entweder hat er das schon abgespeichert oder er zeigt ein Formular an, in das der User das eingeben muss. Um die Zugangsdaten zum Server zurückzusenden, werden sie jetzt ins Format Username:/Passwort gebracht und anschließend base64 kodiert. Der Client führt jetzt einen neuen Request aus mit dem Authorization-Header, der eben genau diesen String beinhaltet und davor Basic. Das Basic dient einfach nur dazu, dass der Server weiß, um welche Art von Authorization-Header es sich handelt. Beispielsweise werden Bearer-Token genauso geschickt, aber dazu kommen wir später noch. Als letzten Schritt überprüft der Server die Zugangsdaten und gibt entweder OK oder ein 401 zurück. Wer aufmerksam im Internet unterwegs ist, dem wird aufgefallen sein, dass dieses Verfahren trotz seiner Einfachheit nur sehr selten zum Einsatz kommt. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Zunächst werden Benutzername und Passwort bei jedem Request mitgeschickt, was die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Angreifer diese abfangen kann, erhöht. Und es würde sich auch richtig lohnen, denn abgesehen von der base64-Kodierung, die ja keine Sicherheit bietet, wird das Passwort unverschlüsselt übertragen. Das heißt also, ohne TLS-Verschlüsselung ist dieses Verfahren überhaupt nicht einsetzbar. Man muss auch bedenken, dass das Passwort bei jedem Request wieder erneut validiert werden muss. Eine Operation, die bei vielen Anfragen schnell richtig teuer werden kann. Und auch bei der User Experience gibt es Probleme. Denn die Formularfelder werden ja vom Browser bereitgestellt und sehen damit immer gleich aus. Das macht eine Integration in das Design der eigenen Website so gut wie unmöglich und öffnet zudem Tür und Tor für Phishing. Beim Vergleich dieser beiden Formularfelder fällt außerdem auf: Es gibt gar keinen Button zum Zurücksetzen des Passworts. Das würde den Nutzer wahrscheinlich irritieren. Zusammengefasst hat BasicAuth eigentlich mehr Nachteile als Vorteile. Bei kleinen Websites oder bei APIs, die nur von Command-Line-Tools oder Skripten benutzt werden, kann man es durchaus einsetzen. Ansonsten sollte man aber lieber auf ein anderes Verfahren zurückgreifen. Eine bessere Methode, die auch schon etwas älter, dafür aber immer noch sehr verbreitet ist Cookie-Based Authentication. Das Verfahren funktioniert mit Sessions und Cookies. Der Nutzer gibt in einem Formular zum Beispiel seinen Benutzernamen und Passwort ein. Diese werden dann mit einem HTTP-Request an den Server geschickt, welcher dann das Passwort mit dem Hash, der in der Datenbank abgespeichert ist, vergleicht. Stimmen die beiden überein, wird eine Session angelegt in Form eines Datenbankeintrags, der dann zum Beispiel so aussehen könnte. Interessant ist hierbei vor allem die Session-ID. Hierbei handelt es sich um einen einzigartigen, zufällig generierten String, der an den Client zurückgeschickt wird und anschließend mit Hilfe des setCookie-Headers als Cookie im Browser des Benutzers gespeichert wird. Das heißt, anstelle von Benutzername und Passwort wird dann immer eben diese Session-ID mitgeschickt. Der Server kann dann in der Datenbank nachschauen, ob ein entsprechender Eintrag existiert, und falls das der Fall ist, weiß er, der Nutzer ist angemeldet und dementsprechend berechtigt, die Anfrage auszuführen. Soll der User abgemeldet werden, wird der Eintrag in der Datenbank folglich einfach gelöscht. Wir haben jetzt zwei funktionierende Verfahren kennengelernt und man könnte meinen, reicht doch eigentlich aus, oder? Prinzipiell ja, allerdings gibt es da immer noch ein kleines Problem bei der Benutzerfreundlichkeit. Wir brauchen immer noch für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Das mag privat kein Problem sein, aber stellen wir uns mal ein Unternehmen vor mit mehreren hundert Mitarbeitern, in dem Dutzende Software-Tools bereitgestellt werden. Täglich verlassen Mitarbeiter das Unternehmen und neue werden eingestellt. Das heißt, Accounts müssen gelöscht und wieder angelegt werden. Das wäre ein ziemlich großer Administrationsaufwand.
Doch genau dafür hat sich die Industrie 2005 eine Lösung einfallen lassen, und zwar SAML 2.0. Die Security Assertion Markup Language war und ist der Industriestandard für Authentifizierung in Unternehmen. Das Grundproblem ist, wir haben eine Nutzergruppe und möchten dieser Zugriff auf eine Menge von Applikationen geben. Dabei möchten wir aber nicht Dutzende Passwörter verwalten. Das heißt also, jede App soll mit dem gleichen Passwort benutzbar sein, aber gleichzeitig soll keine dieser Apps dieses eine Passwort kennen. Das wäre ja sicherheitstechnisch relativ schlecht. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einer Bar. Alkohol gibt es erst ab 18, aber die Barkeeper jedes Mal kontrollieren zu lassen, ob das auf die Person auch wirklich schon zutrifft, ist ziemlich aufwendig. Was wird der Barbetreiber also machen? Er stellt einen Türsteher ein, der das einmal beim Reingehen kontrolliert. Wer unter 18 ist, bleibt direkt draußen. Hey du da! Ich muss los. Und so ähnlich funktioniert auch SAML. Anstatt die Anwendungen selbst die Authentifizierung erledigen zu lassen, stellt das Unternehmen einen Service bereit, der das übernimmt. Und die meisten Studenten werden auch schon mal mit einem solchen Service in Berührung gekommen sein. Denn Shibboleth, was an sehr vielen Unis zum Einsatz kommt und in Würzburg in etwa so aussieht, ist eine Erweiterung von SAML. Um das im Detail zu verstehen, betrachten wir jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, wir stellen als Unternehmen unseren Mitarbeitern verschiedene Cloud-Anwendungen zur Verfügung und wir möchten, dass sie all diese Dienste mit demselben Passwort benutzen können. Diese Anwendungen sind Service Provider, also einfach Dienste, die eine Authentifizierung sowie Informationen über den Nutzer benötigen und dafür auf einen vom Unternehmen bereitgestellten Server zugreifen, den Identity Provider. In unserem Beispiel möchte sich jetzt der User bei Zoom anmelden, also beim Service Provider. Der Service Provider öffnet dann im Browser des Users die Login-Page des Identity Providers mit einem SAML Authentication Request. Der Nutzer gibt jetzt hier seine Zugangsdaten ein. Das kann Benutzername und Passwort, aber auch etwas anderes sein, etwa ein Security Key. Der Identity Provider validiert anschließend die Zugangsdaten und leitet den User wieder zurück an den Service Provider. Gleichzeitig sendet er eine SAML Authentication Assertion an die Assertion Consumer Service URL zurück. Diese Assertion ist nun einfach eine XML-Datei, die Informationen über das Subject enthält. In unserem Fall ist das Subject ein User, aber es könnte auch ein anderes Programm sein. Außerdem wird das Ergebnis des Authentifizierungsvorgangs mitgeteilt. Wir bezeichnen diesen Prozess als Service Provider Initiated Single Sign-On. Warum aber Single Sign-On? Naja, der Benutzer kann jetzt denselben Browser benutzen, um sich zum Beispiel auch bei SAP anzumelden, ohne erneut seine Zugangsdaten eingeben zu müssen. Wenn eine Authentifizierung vom Service Provider angefordert wird, redirectet der Identity Provider den User einfach mit einer erfolgreichen Authentication Response wieder zurück. In Unternehmen wird der Flow oft umgedreht. Das heißt, dass ein Portal unterhalten wird mit Links zu allen bereitgestellten Applikationen. Der User meldet sich bei Zugriff auf das Portal einmalig an und kann anschließend auf jede App ohne erneute Authentifizierung zugreifen. Dieser Ablauf ist im Protokoll als Identity Provider Initiated Single Sign-On beschrieben. SAML löste also das Authentifizierungsproblem in Unternehmen. Jedoch nicht für den Endverbraucher, denn für diese ist das einfach kein gutes Geschäftsmodell. Jedoch wurde auch dafür eine Lösung gefunden, und zwar 2012 in Form von OAuth 2. Viele moderne Applikationen bieten APIs an bzw. sind um diese designt. APIs haben den Vorteil, dass theoretisch auch andere Clients auf die Dienste dieser Anwendung zugreifen können. Das Problem hierbei ist allerdings, wie löst man jetzt die Autorisierung, wenn plötzlich Apps auf APIs anderer Dienste zugreifen, auf die eigentlich nur der Nutzer zugreifen sollte? Um zu verdeutlichen, was ich damit meine, habe ich hier mal einen Screenshot aus der Anfangszeit von Yelp herausgesucht. Damals wollte man neue Nutzer gewinnen und bot bestehenden Usern an, Kontakte aus Gmail zu importieren, um so deren Freunde ganz bequem ebenfalls zu Yelp einzuladen. Es gab allerdings ein Problem. Dieser Use Case war in den Google APIs zu dieser Zeit einfach nicht vorgesehen. Man ging nicht davon aus, dass jemand anderes als der Nutzer selbst auf die Daten zugreifen möchte. Kurz gesagt, Yelp hatte keine andere Option, als die Benutzer zu bitten, ihnen ihr Passwort für den kompletten Google-Account und alle darin gespeicherten Inhalte zu verraten. Dass das sicherheitstechnisch nicht die beste Option ist, leuchtet recht schnell ein. Denn nicht nur hatte Yelp dann vollen Zugriff auf den Google-Account, sollte deren Datenbank jemals kompromittiert werden, hat man da vielleicht ein Problem. Als modernes Beispiel schauen wir uns jetzt mal an, wie ProtonMail das gelöst hat. Denn auch die bieten eine Option zum Import der Kontakte von Google. Bevor wir das machen, sollten wir aber mal eine Begrifflichkeit klären. Bislang haben wir immer über Authentifizierung gesprochen. OAuth ist aber ein Verfahren, das zur Autorisierung eingesetzt wird. Deswegen wollen wir an dieser Stelle die beiden Begriffe mal etwas differenzieren. Wenn sich ein Nutzer an einer Anwendung anmelden möchte, muss er sich authentifizieren. Das heißt, er präsentiert der Anwendung einen Identifier, mit dem er seine Identität beweist. Das kann etwas sein, das der User weiß, zum Beispiel ein Passwort, etwas, das der User hat, zum Beispiel ein generiertes Token oder ein Security Key, oder etwas, das er ist. Hier geht es dann vor allem um biometrische Daten wie den Fingerabdruck. Autorisierung hingegen beschäftigt sich nun damit, was der Nutzer darf. Nehmen wir als Beispiel diese Anwendung.
Der Nutzer authentifiziert sich mit Benutzername und Passwort. Dieser Nutzer ist nun Administrator und damit autorisiert, andere User zu löschen. Ein anderer Benutzer ist kein Admin und hat dieses Recht daher nicht. Jetzt aber zurück zu Proton. Zuerst fordert mich die App hier auf, auszuwählen, was ich eigentlich importieren möchte. Anschließend werde ich jetzt zu Google weitergeleitet, wo ich mich anmelden kann. Und anschließend nach meiner Zustimmung gefragt werde, Kontakte aufzurufen und herunterzuladen. Nachdem ich das bestätigt habe, werde ich wieder zu Proton Mail zurückgeleitet, die, so wie es jetzt aussieht, Zugriff auf meine Kontakte haben. Auch wenn wir in die Sicherheitseinstellungen meines Google-Accounts gehen, sehen wir, dass Proton Mail jetzt Zugriff hat. Ich könnte diesen Zugriff aber auch wieder entfernen. Was wir hier gesehen haben, war OAuth in Aktion. Proton hat in meinem Namen die Google Contacts API angesprochen, und zwar ohne dabei jemals mein Passwort zu kennen. Um das zu generalisieren. Wir haben einen User, der geschützte Daten hat, in unserem Beispiel Kontakte. Diese Daten bezeichnen wir im Protokollkontext als Ressource und den User, den sie gehören, als Resource Owner. Diese Ressource liegt auf einem Server, der dann, wenig überraschend, Resource Server heißt. Außerdem haben wir noch den Authorization Server. Das kann der gleiche sein wie der Resource Server, muss aber nicht. Die Instanz, der Resource Owner Zugriff ermöglichen möchte, nennen wir Client. Betrachten wir mal den genauen Ablauf. Zuerst weise ich als Resource Owner einen Client, hier Proton Mail, an, Ressourcen von einem Resource Server, also in unserem Beispiel der Google Contacts API, zu holen. Dazu schickt der Browser nun einen Authorization Request an den Authorization Server. Gucken wir uns diesen Authorization Request mal etwas genauer an. Hierbei handelt es sich um eine URL mit verschiedenen Query Parameters. Der erste ist die Client-ID. Das ist einfach nur eine ID, die Google sagt, wer da überhaupt diese Anfrage stellt. In unserem Falle Proton Mail. Wie kommt man jetzt aber an diese Client-ID? Wenn ich einen Service anbieten möchte, der auf Ressourcen zugreifen soll, muss ich diesen zuerst beim Authorization Server registrieren. Im Fall von Google geht es dann über die Google Cloud Plattform. Dort melde ich meinen Client an und bekomme diese ID einfach zugewiesen. Der Scope beschäftigt sich damit, was überhaupt angefragt wird. Man sieht hier contacts.readOnly. Denn wir erinnern uns, wir haben nur die Zustimmung zum Ansehen und Herunterladen der Kontakte gegeben. Nicht zum Löschen und auch nicht zum Bearbeiten. Auf den Response-Type kommen wir später nochmal zu sprechen. Die Redirect URI wird jetzt im nächsten Schritt wichtig. Der Authorization Server übernimmt jetzt nämlich die Authentifizierung, holt die Zustimmung des Nutzers ein und schickt ihn anschließend zurück zum Client, anhand der übergebenen Redirect URI. Typischerweise heißt diese Callback. Dabei wird der Authorization Code, den wir angefordert hatten, mitgeschickt. Das sieht dann in etwa so aus. Dieser Code ist jetzt im Wesentlichen nur eine Bestätigung des Authorization Servers. Ja, der Nutzer hat sich erfolgreich authentifiziert und er hat zugestimmt. Aber er ist noch nicht dazu geeignet, tatsächlich auf die Google APIs zuzugreifen. Dazu muss der Code erst gegen einen Token eingetauscht werden. Warum schickt man aber nicht direkt ein Token zurück? Dazu betrachten wir mal die Infrastruktur. Wir als User agieren mit einem Web-Frontend, also mit einem Browser. Darüber stellen wir im Normalfall Anfragen an den Backend-Server von Proton. Während des OAuth-Flows kommunizieren wir aber mit einem Server von Google. Das heißt, auch die Antwort mit dem Code landet bei uns im Browser. Dem können wir aber nicht vertrauen. Auf dem Gerät des Nutzers könnte ja zum Beispiel Malware sein. Und um das zu umgehen, wird der Code nun an das Proton Backend weitergegeben. Dieses ruft den Token-Endpoint bei Google auf, um ihn gegen das Access-Token für die API einzutauschen. Aber könnte ein Angreifer, der den Code aus dem Browser des Users hat, diesen Austausch nicht auch selbst durchführen? Betrachten wir den Request, stellen wir fest, dass es einen Trick gibt. Neben dem Code und der Client-ID wird auch noch ein Client-Secret übergeben, das bei der Registrierung der Anwendung bei Google nur dem Backend mitgeteilt wird. Das Backend kann nun also sicher mit der API kommunizieren. Dazu wird das Token als Authorization Header Bearer im HTTP Header mitgeschickt, ähnlich wie wir das bereits bei Basic aufgesehen haben. Bei Erhalt prüft die API das dann und gibt, falls es valide ist, die angeforderten Daten heraus. Dieser Flow wird Authorization Code Grant genannt. Es ist aber auch möglich, direkt ein Token zu erhalten. Das wäre zum Beispiel interessant, wenn man eine Single-Page-Application ohne ein gesondertes Backend hat. Dieser Flow nennt sich dann Implicit Grant. In diesem Video geht es aber doch eigentlich um Authentifizierung. Warum stelle ich also ein Verfahren zur Autorisierung vor? Dafür müssen wir mal etwas in der Zeit zurückgehen. Im Jahr 2008 stellte Facebook den Sign-in with Facebook-Button vor. Dieser Social Login war ein enormer Erfolg und fand mit Sign-in with Apple bzw. Google einige Nachahmer. Schauen wir uns das hier mal am Beispiel von Notion an. Das sieht schon recht ähnlich aus zu OAuth, was daran liegt, dass es tatsächlich OAuth ist. Jedenfalls mit einer kleinen Erweiterung. OAuth bietet nämlich keine Möglichkeit, Infos über den User auszutauschen. Für Authentifizierung war das Verfahren ja nie gedacht.
Deswegen wurde ein Layer on top entwickelt, das genau das anbietet: OpenID Connect. Betrachten wir nochmal unseren Request vom Anfang. Wir sehen hier im Scope OpenID. Technisch gesehen hat es sich hierbei bereits um einen OpenID Connect Flow gehandelt. Dieser ist aber fast identisch zu OAuth. Es gibt nur zwei Unterschiede. Neben dem Access Token kommt noch ein ID-Token zurück. Außerdem existiert ein Endpoint, mit dem weitere Informationen über den User abgefragt werden können. Damit kriegt Notion zum Beispiel auch direkt mein Profilbild von Google. Bei dem ID-Token handelt es sich um ein JSON-Web-Token. Das sieht dann in etwa so aus. Man kann hier schon erkennen, dass es aus 3 Teilen besteht: dem Header, in dem der Algorithmus und der Tokentyp stehen, der Payload, die die Daten enthält, und der Signatur, mit der sichergestellt werden kann, dass das Token nicht verändert wurde. Auch hier kommt wieder eine Base64-Codierung zum Einsatz. Welches der vorgestellten Verfahren sollte man jetzt also einsetzen? Naja, es kommt natürlich wie immer stark auf den Use Case an, aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass man mit OAuth in Verbindung mit OpenID Connect eigentlich nicht viel falsch machen kann. Das Verfahren ist weit verbreitet, relativ einfach zu implementieren, und wenn man keine Lust hat, selber Passwörter zu verwalten, kann man auch einfach nur Social Logins anbieten. Auch für Enterprise Use Cases ist es bestens geeignet. Dort wird zwar das mittlerweile in die Jahre gekommene SAML-Protokoll oft noch erwartet, jedoch kann man einfach einen Authentication Broker einsetzen. Das heißt, man kann das neuere OAuth-Protokoll verwenden und braucht sich um die oftmals recht komplexe Implementierung von SAML keine Gedanken zu machen. Und sollte man die Anwendung doch mal an Konsumenten oder Kleinunternehmen ausrollen wollen, ist man darauf auch bestens vorbereitet. Allgemein muss man Authentifizierung heute nicht mehr selbst handeln. Firebase oder Auth0 bieten Authentication as a Service an, was natürlich nicht kostenlos ist, einem dafür aber die Möglichkeit einräumt, sich auf sein Kernprodukt zu konzentrieren, anstatt sich um die Sicherheit Gedanken zu machen. Damit hoffe ich, dass ich diese Verfahren etwas entmystifizieren konnte, und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen.